Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Privacy-Projekt, was wir hier haben. Und zwar möchte ich ja noch, wie ihr wisst, meine Sicherheit oder Anonymität im Internet-Reihe ein bisschen aufmotzen, damit hier auch wirklich noch ein bisschen mehr dabei ist, weil es einfach auch momentan sehr aktuell ist. Wir haben schon letztes Mal uns ein paar interessante Dinge angeguckt. Dieses Mal soll es um Firefox gehen. Firefox ist so ziemlich der Browser, den die meisten von euch verwenden wahrscheinlich, wenn sie irgendwie Interesse an Privatsphäre und Sicherheit haben. Und ich muss sagen, Firefox wird tatsächlich immer besser. Nicht nur was das angeht, sondern auch was Performance und so weiter angeht. Also ich muss schon sagen, cooler Browser mittlerweile. Ich möchte ganz kurz zuerst mal mit euch den Firefox Profile Maker ganz kurz angucken und dann noch dieselben Einstellungen hier für bekannte oder bereits existierende Profile tätigen. Der Unterschied hier bei dem Profile Maker ist, dass ihr hier sozusagen ein vollständiges Profil erstellt. Und hier könnt ihr einfach direkt euer Profil bearbeiten, ohne groß Hickhack und so weiter. Deswegen schauen wir uns das auch ganz kurz an. Okay, also was ihr hier bei dem Firefox Profile Maker erstmal machen könnt, ist, ihr könnt auswählen Default oder Private Browsing, was man so als Vorgabe haben kann. Und wir wählen hier natürlich Private Browsing aus. Und jetzt habt ihr hier eben mehrere Einstellungsmöglichkeiten und für euch wird dann eben ein Profil generiert. Ein Profil ist quasi, ja, ich kann jetzt ein Profil haben, dann kann zum Beispiel noch, keine Ahnung, meine Freundin ein Profil haben, meine Eltern können ein Profil haben und sonst wer kann ein Profil haben bei Firefox, sodass man sozusagen jedem Nutzer seine eigenen Lesezeichen geben kann, seine eigene History geben kann, damit eben nicht irgendwie was durcheinander kommt und so weiter. Muss aber natürlich alles irgendwie geregelt werden, sage ich jetzt mal. Und davon wissen eigentlich die allerwenigsten, dass man mehrere Profile in Firefox haben kann. Eigentlich sollte ich mal eine Firefox-Tutorial-Reihe machen, ne? Wäre mal interessant zu wissen. Okay, aber wir wollen uns jetzt hier nur mit den Einstellungen ein bisschen rumschlagen und dann das Profil kurz einbinden. So, also was wir hier machen können ist, wir wollen natürlich erstmal Start Firefox always in Private Browsing Mode. Bedeutet so viel wie, wir sind immer im privaten Fenster, das ist hier gerade das private Fenster von Chrome. Das mache ich einfach quasi, wenn ich ein neues Fenster aufmache bei mir in Chrome oder in Firefox, dann ist das normalerweise eigentlich immer ein privates Fenster. Das heißt, ich habe so meine Tabs, die ich immer offen habe und dann habe ich eben ein privates Fenster hier. Hier kann man sagen, es gibt nur private Fenster, dann wird überhaupt keine History angelegt, sprich kein Verlauf. Das heißt, wenn man das nachher nachgucken möchte, habt ihr einfach überhaupt keinen Verlauf dabei. Kann man natürlich jetzt Haken rein oder Haken raus machen. Dann hier kann man erstmal alle Cookies erlauben. Cookies blockieren von Seiten, die ich nicht besuche und alle Cookies blockieren. Block-Cookies, also das hier verlangt, glaube ich, ein bisschen so ein kleines bisschen Erklärung. Und das bedeutet so viel wie, wenn ich jetzt hier auf ffprofile.com bin, dass ich dann Cookies von ffprofile.com akzeptiere. Aber Cookies von AdSense.google.com, keine Ahnung, ob es die Domain wirklich gibt, so, die akzeptiere ich dann einfach nicht. Das heißt, ich akzeptiere eben nur Cookies auch wirklich von der Seite, wo ich gerade drin bin. Und das ist natürlich auch gerade so der Teil, weil die einzelnen Seiten, die ich anwähle, die werden mich höchstwahrscheinlich relativ selten tracken. Meistens sind es irgendwelche Drittparteien, die irgendwie eingebunden sind. Gut, dann Referrer. Referrer bedeutet so viel wie, woher komme ich? Das heißt, wenn ich jetzt von dieser Website auf einen Link klicke, also zum Beispiel hier auf GitHub, wo übrigens das ganze Projekt hier zu finden ist, könnt ihr auch gerne mal reingucken, ist in Python geschrieben übrigens ein Großteil. Also diese Webseite hier, dieses Private Browsing, oder der Profile Maker. So, was bedeutet jetzt der Referrer? Wenn ich jetzt hier auf GitHub klicke, dann steht in meinem Referrer drin, kommt von ffprofile.com und ja, das ist natürlich jetzt nicht ganz so geil. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann den immer deaktivieren. Ich kann den Referrer einfach nur, wenn ich auf dieselbe Domain gehe, schicken. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Start klicken würde oder auf Finish klicken würde, dann würde der Referrer noch wirklich als echt sozusagen dabei stehen. Ich kann ihn aber auch einfach fälschen. Das heißt, wenn ich auf github.com klicke, dann ist mein Referrer github.com. Und der wird sozusagen einfach gefälscht, weil wir als User darauf Zugriff haben, nur die wenigsten verwenden ihn halt auch tatsächlich. Wir können den Referrer einfach beschneiden sozusagen, dass man nicht weiß, dass wir von ffprofile.com/form0 kommen oder #form0, sondern dass wir eben nur von ffprofile.com kamen, also quasi den hinteren Teil einfach nur abschneiden. Wir können den echten Referrer einfach akzeptieren.
wenn wir auf einen Link klicken. Wir können auch den echten Referrer immer akzeptieren, das ist so ziemlich das Schlechteste. Und wir können eine gewisse Extension installieren, wobei ich euch wirklich hier Spoof Referrer empfehlen würde. Weil ja, man hat im Endeffekt durch dieses Spoofing einfach alle Einstellungen und ich meine, man kriegt ja keine Nachteile durch dieses Spoofen. Also wenn GitHub jetzt weiß, ich komme von GitHub, ja mein Gott, was willst du dann machen? Ich meine, das ist trotzdem wunderbar funktionabel. So, Disable DOM Storage ist eine relativ starke Eigenschaft, deswegen ist die hier auch deaktiviert, weil dann einige berühmte Seiten, also manche Seiten tatsächlich nicht funktionieren werden, wenn man zum Beispiel irgendwie auf Speichern oder sowas klickt. Ich zum Beispiel brauche das Ganze bei YouTube, sonst kann ich meine Videos nicht vernünftig bearbeiten. YouTube mache ich aber auch hier in Iron bzw. in Chromium und den Rest mache ich eigentlich meistens in Firefox. Nur mal so für die Leute, die da auch Interesse dran haben, was ich eigentlich so benutze. Aber ja, manche Seiten brauchen das halt leider, andere Seiten wiederum brauchen es nicht. Ihr könnt es immer probieren, man kann es aber nachher immer noch editieren, das ist jetzt nicht so tragisch. So, Disable IndexedDB. Was bedeutet das genau? IndexedDB bedeutet so viel wie, das ist eine Art und Weise, wie Webseiten bei euch auf dem Browser Daten mehr oder weniger zwischenspeichern können. Zumindest ein bisschen gecached wird das Ganze dann. Kann aber auch für Tracking benutzt werden, logischerweise. Dürfte eigentlich klar sein. Dann Link Prefetching bedeutet so viel wie Firefox optimiert das Ganze so ein bisschen. Wenn wir eine Seite laden, wie hier zum Beispiel ffprofile.com und da hat es halt ein paar Links drin, dann werden halt manche Links einfach so, wenn gerade nichts läuft und wenn ihr gerade den Browser nicht braucht, dann werden halt einfach mal die Seiten schon runtergeladen, damit sie halt im Cache liegen. Das heißt, wenn ihr dann diese Seite aufruft, dann geht es halt deutlich schneller. Muss aber nicht sein, denn manchmal werdet ihr halt überhaupt nicht auf diese Seite gehen. Also zum Beispiel hier auf jeden Link werde ich wahrscheinlich nicht klicken. Okay, dann der Disk Cache. Ja, den kann man deaktivieren, wenn man das möchte. Dadurch kann man natürlich, also Webseiten können merken, dass ihr natürlich einige Dinge gecached habt, sprich ihr wart schon mal auf deren Seite, sprich ihr könnt dadurch auch so ein bisschen getrackt werden und das möchtet ihr natürlich nicht. Auf der anderen Seite wird natürlich euer Browser deutlich langsamer und ihr verbraucht mehr Internetressourcen. Das heißt, wenn ihr eine schnelle Leitung habt, alles kein Problem, dann macht ihr die Option rein. Wenn ihr eine langsame Leitung habt, dann würde ich es euch eher nicht empfehlen. Hier, WebRTC würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das zu deaktivieren. Also hier Disable, den Haken reinzusetzen. WebRTC hatte ich schon mal vorgestellt. Das ist eine ganz spezielle Funktion, die euch die sozusagen eure lokale IP verrät an die Webseite sozusagen. Und lokale IPs, das mag jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm sein, wenn jetzt allerdings zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe jetzt hier, also jeder von euch hat ein Netzwerk zu Hause, weil er einen Router hat und alles, was hinter dem Router ist, hat nochmal seine eigene IP-Adresse. So, jetzt nehmen wir an, ich wohne in der WG und ich und mein Mitbewohner, wir nutzen halt natürlich zwei verschiedene Browser, weil wir auch zwei verschiedene Rechner benutzen. Jeder unserer Rechner hat eine eigene IP-Adresse, eine eigene lokale IP-Adresse. Das heißt aber, wenn ich jetzt hier WebRTC einschalte, dann kann eine Webseite zuordnen, ob jetzt der Aufruf von mir kam oder von meinem Mitbewohner, weil die natürlich unterscheiden können, weil wir verschiedene lokale IP-Adressen haben. Und ja, das möchte man natürlich normalerweise nicht. Klar, wenn euer Mitbewohner nur Scheiße macht, dann ist es vielleicht was anderes. Aber in den meisten Fällen macht es einfach Sinn, die Daten zu mixen, denn dann wird es Zuordnen gleich nochmal schwerer. Gut. Do Not Track ist, naja gut, das ist jetzt nicht wirklich eine Privacy-Option, wenn ihr mich fragt. Ihr schickt einfach eine Anfrage, bitte trackt mich nicht an die Webseite. Ob die einhält oder nicht, ist natürlich so, ja, der Webseite überlassen. Die meisten interessiert es einfach überhaupt nicht, was in dem Do Not Track drin steht, aber man kann es ja mal probieren, ne? Also einfach mitschicken, das passt schon. Das ist, glaube ich, sowieso standardmäßig immer an. Okay, dann gibt es hier die Option Resist Fingerprinting. Resist Fingerprinting ist ziemlich geil und kommt ursprünglich vom Tor-Browser und versteckt einige Systemeigenschaften. Ich weiß nicht, wie viel ihr noch von meinem Fingerprinting-Video auch in dieser Playlist hier wisst. Da wird wirklich einiges übergeben. Zum Beispiel, welches Betriebssystem ich verwende und so weiter und so fort halt. Und einige dieser Optionen können versteckt werden, beziehungsweise werden dann einfach versteckt. So, dann Disable Browser Pings. Manche Webseiten verlangen von den Browsern einen Ping, wenn der Nutzer auf einen Link klickt.
Und das kann man natürlich deaktivieren. Führt meist oder manchmal dazu, dass die Website nicht mehr ganz so hübsch aussieht, weil eben diese Pings auch oftmals dazu verwendet werden, um zum Beispiel on Hover oder sowas, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier drüber fahre, ihr seht es gerade, die verändern sich leicht von der Farbe her. Gut, okay, das ist jetzt in dem Fall CSS oder durch CSS gebaut. Das Ganze lässt sich auch per Ping realisieren, wenn man es an die Webseite schickt. Meistens funktioniert es trotzdem noch genau gleich. Manchmal funktioniert es eben nicht mehr ganz so toll. Ich würde aber hier einfach definitiv den Haken reinsetzen, weil jede vernünftige Website würde so ein Hover oder so einen Klick-Effekt einfach über CSS regulieren und nicht irgendwie serverseitig noch irgendwas damit machen. So, Disable Beacons. Ja, ihr seht, wir brauchen heute relativ lang, vor allem, weil ich euch nachher noch die Sachen direkt in den Einstellungen zeigen möchte. Aber ich hoffe, ihr seid trotzdem noch dabei und es ist ein bisschen interessant für euch. Ansonsten einfach überspringen. Beacons sind so kleine, normalerweise 1x1 Pixel, die dann, ja, im Endeffekt steht eigentlich schon alles da. Ich werde jetzt da nicht genauer drauf eingehen, wie die Technik funktioniert. Auf jeden Fall sind sie böse, sehr, sehr böse. Die erlauben Webseiten eben Tracking-Data zu schicken, wenn ihr auch schon von der Website wieder runter seid. Dann gibt es hier mehrere APIs. Eine davon ist die Battery API. Da kann sozusagen einfach mal mitgeschickt werden, wie viel Akku ihr noch übrig habt. Das kann man natürlich auch einfach unterbinden. Dann gibt es hier die Media Device Queries. Das sind Informationen über Webcam und Mikro. Also nicht, dass Mikro und Webcam schon automatisch aktiviert werden, aber nur die Information, ob ihr ein Mikro oder eine Webcam habt, die kann natürlich auch schon irgendwie hilfreich sein oder sowas, weil manchmal wird sogar, oder normalerweise wird sogar der Typ von Mikrofon bzw. Webcam einfach mitgeschickt. Also bei mir würde jetzt zum Beispiel dastehen Auna-Mikrofon oder sowas. Und das ist natürlich auch Information, die man jetzt nicht unbedingt preisgeben möchte. Dann die Performance von Videos, also zum Beispiel wie schnell das Video läuft, was ihr für eine Framerate habt oder sowas. Das kann man auch deaktivieren, kann auch zum Tracken benutzt werden, ist eher selten jetzt, würde ich mal so behaupten, aber die werden wirklich immer dreister. Dann haben wir hier einen Malware-Scan, der automatisch gemacht wird. Und dieser Identifier, der wird an Google geschickt, was man natürlich definitiv eigentlich nicht haben möchte. Also kann man hier den auch einfach ausschalten. Und dann gibt es noch einige Extensions, die für euch automatisch installiert werden können. Müsst ihr überlegen, ob ihr die haben wollt oder nicht. Canvas-Blocker sind sozusagen, ja, die blocken im Endeffekt den Canvas-Tag, damit eben darüber kein Fingerprinting stattfinden kann. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, wie das Ganze funktioniert. Dann Google Redirects Fixer, das bedeutet so viel wie, wenn ihr was googelt und dann auf die URL draufklickt, dann hängt Google noch einen kleinen Identifier hinten dran, damit die Website weiß, das ist jetzt Google Kunde Nummer 12345. Und ja, das wird einfach abgeschnitten hier bei dem Redirect. Das dauert natürlich auch ein bisschen, bis es aktiv ist. HTTPS Everywhere solltet ihr kennen. Das ist einfach eine Extension, die automatisch hier überall HTTPS nimmt, wenn eine Seite das akzeptiert, auch wenn ihr auf einen Link klickt, der HTTPS zwar nicht hat, aber die Webseite unterstützt dann HTTPS, dann wird auch HTTPS hier eben verwendet. Das sollte eigentlich mittlerweile überflüssig sein. Die allermeisten Webseitenbetreiber, die auch wirklich was können, sozusagen, die machen einen automatischen Redirect von HTTP auf HTTPS. Das heißt, das hier solltet ihr eigentlich nicht mal mehr unbedingt brauchen. Privacy Badger habe ich schon vorgestellt. uBlock, klar, Ads können auch immer mal wieder tracken, das ist ja gerade das Problem. Ich bin aber leider zum Beispiel auf Ads angewiesen, das heißt, versucht dann vielleicht einfach nur meinen YouTube-Kanal bei euch zu whitelisten oder sowas oder generell vielleicht die YouTube-Kanäle von Leuten, die ihr auch wirklich toll findet oder sowas zu whitelisten. Ich weiß, Ads tracken, aber ja, ich bin da so ein bisschen auch drauf angewiesen natürlich. Und uMatrix ist eine relativ komplexe Erweiterung für Firefox, da könnt ihr sozusagen angeben, hey, ich will zum Beispiel nicht, dass, keine Ahnung, the-morpheus.de mit Website XY kommuniziert oder sowas, was ich nicht tue, aber egal, sei es mal dahingestellt. Sowas könnt ihr da relativ feingranular einstellen. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ich werde jetzt hier einfach mal diese Einstellung nehmen und wir gehen auf Weiter. Und dann könnt ihr hier euer Profil runterladen. Das Profil könnt ihr dann integrieren, indem ihr hier sagt, also ihr müsst hier eine Konsole öffnen. Unter Windows heißt das ganze Ding cmd.exe, was ihr braucht. Und dann müsst ihr Firefox ausführen. Das steht eigentlich hier auch schon relativ gut dabei. Allerdings funktioniert das nur unter Linux. Unter Windows müsst ihr zum Beispiel schreiben c:, dann euer Pfad und dann irgendwann kommt ihr zu firefox.exe und dann könnt ihr dort -profile
Manager eingeben. In Linux muss man das nicht machen, da muss man nur Firefox eingeben, ohne irgendwas mit .exe oder sowas. Und ja, jetzt muss ich kurz was rausschneiden. Da kriegt ihr dann hier eben den Profile Manager. Und da, also Firefox muss dazu natürlich komplett zu sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und hier könnt ihr natürlich auch ein Profil aktivieren und kreieren. Und was jetzt besonders wichtig ist, ist erstmal, wo sind natürlich meine Profile erstmal drin. Unter Linux habt ihr das Ganze unter Home, dann euer Name und dann .mozilla. Unter Windows ist das Ganze in den App-Data, die müsst ihr erstmal natürlich finden. Ist gar nicht so einfach, ich weiß. Da einfach mal kurz danach googeln, das kann ich jetzt hier leider nicht zeigen, weil ich unter Linux bin. Dann hier unter Firefox habt ihr eben die mehreren Profile und da könnt ihr einfach das Profil, was ihr hier über downloadprofile.zip runtergeladen habt, könnt ihr hier einfach rein entpacken, also die ZIP natürlich entpacken und dann hier reinpacken. Dann habt ihr hier eben zum Beispiel das Profil User123 oder das Default-Profil bei mir und dann könnt ihr eben, wenn ihr den Profile Manager startet, könnt ihr hier einfach sagen, hey, ich will das neue Profil hier auswählen. So, nächster Schritt, den werde ich jetzt hier überspringen, weil ich euch noch was anderes zeigen möchte. Nächster Schritt wäre für euch hier Firefox zu starten und auf die Seite about.config zu gehen. Beziehungsweise, was heißt nächster Schritt? Das ist jetzt die Variante, die ihr wählen könnt, wenn ihr das Ganze für ein bestehendes Profil editieren wollt. Das heißt, ihr wollt zum Beispiel eure Lesezeichen nicht verlieren oder sonst irgendwas, dann geht ihr hier einfach auf About Config und könnt das hier auch editieren. Und ja, ihr seht, ich habe hier in dem Profil jetzt tatsächlich noch nicht viel gemacht, aber ich habe die Möglichkeit, hier irgendwelche Einstellungen zu konfigurieren. Und das sind sozusagen meine Standardeinstellungen. Das ist nicht ganz so einfach hier, aber ja, ihr könnt ja einfach mal danach suchen unter Privacy. Privacy findet ihr relativ viele. Das ist tatsächlich ein Profil, wo ich tatsächlich schon ein paar Sachen geändert habe. Egal, auf jeden Fall unter Privacy findet ihr relativ viel, was mit Privacy natürlich zu tun hat. Und zwar hier kann man wirklich sehr, sehr viel einstellen und zum Beispiel privacy.firstparty.isolate ist hier ein Setting. Das war das, was hier das Ganze erschwert. Wo hatten wir es? Ich gehe nochmal kurz zurück. Das war das, was hier von Tor kommt, wo gesagt wurde, dass es erschwert wird. Nee, das war gar nicht Resist Fingerprinting. Das ist doch was Zusätzliches. Das habe ich noch gar nicht, oder das wird von FF Profile noch gar nicht so unterstützt. Resist Fingerprinting kann man machen. Hier habe ich jetzt False gerade drin tatsächlich. Man kann hier aber auch einfach auf True gehen und schon hat man das, also einfach Doppelklick quasi machen, dann wird das hier automatisch auf True gesetzt. Ja, und so kann man sozusagen sich durch die ganzen Einstellungen durchlesen. Einfach mal vielleicht auch googeln, was diese Einstellung eigentlich will oder was diese Einstellung kann und dann überlegen, okay, welchen Wert möchte ich hier haben. Das wäre sozusagen wirklich das Brutalste, was ihr machen könnt. Das erfordert allerdings sehr viel Zeit und ja, dauert auch eine Weile, das glaube ich euch gerne. Eine andere wichtige Sache, die ich euch noch zeigen möchte, Geo.enabled ist bei mir hier auch gerade noch True. Das kann man hier auch ruhig mal auf False setzen, wenn man das möchte. Damit deaktiviert ihr die Geo-Features. Dann, also ich mache jetzt hier einfach mal so ein paar wichtige durch. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. DOM.battery enabled machen wir auch mal auf False. Das ist der Batteriestand gewesen, der übermittelt werden kann. Dann haben wir hier Privacy.tracking protection. Enabled kann man hier auf True setzen. Der ist interessanterweise schon True. Ich weiß gar nicht, wo das Profil eigentlich herkommt. Sorry, das war ein Missklick. Eigentlich wollte ich Steuerung A drücken. Dann, ja. Achso, eine Sache. Ich habe jetzt gerade noch den First Party Isolate auf True gestellt. Eine wichtige Sache hier noch, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut, also einen Wert ändert, den ihr so nicht kennt oder nicht wisst, was ihr tut, dann würde ich euch wirklich empfehlen, das nicht zu machen. Sprich, lasst das Ganze einfach wirklich sein. Es ist gefährlich, wenn man hier irgendwelche Werte einfach so auf irgendwelche gefährlichen oder anderen Werte setzt, ohne zu wissen, was sie tun. Ihr könnt das machen, was ich jetzt gerade mache, aber arg viel mehr muss man definitiv ergoogeln. Das heißt, ihr müsst wissen, was ihr da eigentlich gerade macht. So, dann habe ich noch was Cooles für euch. Das konnte man jetzt hier bei FF Profile auch nicht einsehen. dom.event.clipboard
Clipboards enabled, da ist der Wert auch true. Was bedeutet das? Da wird die Website benachrichtigt, wenn ihr was in euren Zwischenspeicher kopiert. Das heißt, ihr macht Steuerung C und ja, das Ganze wird an die Website mitgeliefert. Die wissen, okay, ihr habt gerade einen Link kopiert, also habt ihr sozusagen irgendwelche, wichtigen Informationen sozusagen kopiert. Das heißt, wenn ihr irgendwie an einem Link interessiert seid, weiß die Webseite das. Okay, was habe ich noch für euch? Genau, das war die Safe Browsing. Safe Browsing. Ach Gott, sind das viele Optionen. Safe Browsing. So, jetzt, wie war das? Malware, richtig, hier. Malware enabled ist hier auf True gesetzt bei mir. Ja, warum mache ich das jetzt hier auf False? Das war das, was an Google geschickt wird, was ich natürlich nicht haben will, dass automatisch jedes Mal, wenn ich was runterlade, an Google übermittelt wird, was das war, also warum Google eigentlich? Ganz einfach, weil die einen verdammt guten Anti-Malware-Dienst haben, und zwar nennt sich das ganze Ding VirusTotal. VirusTotal ist sehr berühmt, wirklich gut, und da wird sozusagen immer überprüft, ob ihr gerade ein Virus runtergeladen habt oder nicht. Auf der anderen Seite weiß dann natürlich VirusTotal bzw. Google Bescheid, was ihr da für eine Datei habt, und das ist immer so ein bisschen kritisch zu betrachten, würde ich mal so sagen. Okay, dann können wir hier noch Browser.sendPings können wir noch schicken. SendPing. Nein, mit Bodenstrich zwischendrin. Browser send pings. Ist schon false bei mir, wunderbar. Das wollte ich auch so haben, aber das habe ich nicht mal modifiziert. Seht ihr, das ist jetzt wieder eine Default-Eigenschaft, die eigentlich ganz gut ist, die man so lassen kann. Dann der Status von Mikrofon und Webcam, den kann man natürlich auch noch deaktivieren. Geht über media.navigator. Und hier haben wir Navigator enabled. Nein, stopp, das ist. Genau, Navigator enabled können wir hier auf False setzen. Dann wird der Status einfach nicht mehr übermittelt. Also ihr seht, hier sind auch wirklich noch sehr, sehr viele andere Eigenschaften drin, die man hier zum Beispiel einstellen kann. Zum Beispiel die Audio Fake Frequency, was ich nicht mal weiß, was es ist. Dann für das Video die maximalen Frames, also maximal 60 Bilder pro Sekunde, kann man auch hochstellen auf 120, wenn man Bock drauf hat. Und so weiter und so fort. Also da sind wirklich sehr, sehr viele Eigenschaften, aber wir machen jetzt halt nur wirklich die irgendwas mit Privacy zu tun haben. Ich habe noch eins vergessen, und zwar browser.safebrowsing.phishing. Phishing enabled könnt ihr hier auch mal auf False setzen. Achtung, auch hier wieder gilt, ihr seid so anfälliger für Phishing, aber ihr verwendet Googles Dienst nicht, der dann eben überprüft, ob hier gerade Phishing betrieben wird oder nicht. Das heißt, es ist immer auch so ein bisschen Trade-off, will ich jetzt die Funktion haben oder will ich sie nicht haben? Und ja, in unserem Fall würde ich mal sagen Privacy, also wollen wir sie nicht haben. Genau. So, jetzt geht es über den Referrer, das machen wir über network.http://referrer. Und hier sehen wir, was wir einstellen können. Sekunde, jetzt muss ich kurz gucken. Trimming Policy will ich hier haben. Hier steht bei mir auch eine 0 drin. 0 bedeutet hier in dem Fall, also jetzt könnte ich hier tatsächlich Ganzzahlenwerte drin haben. 0 bedeutet, ihr werdet den Referrer komplett übermitteln an die Webseite. Eine 1 würde bedeuten, man schickt nur die Domain. Und eine 2 bedeutet, man schickt nur das Schema. Das heißt wirklich die wenigste Option hier, was man hier machen kann. Gut. Ja, wunderbar. Hier ist direkt der andere, und zwar die X-Origin Policy. Die X-Origin Policy besagt auch sowas Ähnliches im Endeffekt für den Referrer. Wobei wir das eigentlich auch mal lassen könnten. Hier einfach diesen Referrer Spoof Resource könnten wir hier auf True setzen. Das würde eigentlich auch ausreichen. Das kann man hier machen, und dann habt ihr im Endeffekt die Option, die wir gerade eigentlich auch gewählt hatten. So, ja, dann habt ihr die Möglichkeit, WebGL auszumachen. WebGL. Disabled heißt die Option. Ihr könnt WebGL deaktivieren, dann habt ihr nicht mehr die Möglichkeit, effizient auf manche Sachen drauf zuzugreifen. Wenn ihr irgendwelche Spiele rendern wollt oder sowas, dann wird das hier nicht funktionieren, wenn ihr hier False macht. Das ist im Endeffekt Grafik für Browser. Aber wenn ihr es natürlich anlasst, dann hat man auch ein gewisses Sicherheitsrisiko. An bedeutet in dem Fall jetzt hier nicht deaktiviert. Das heißt, wenn hier False drin steht, ist es an. Wenn True drin steht, ist aus.
ja, ist euch überlassen, was ihr macht. Ich habe es eigentlich ganz gerne an, weil ich dann doch hin und wieder mal so ein paar experimentelle Features oder sowas bei Unreal Engine oder so ausprobieren möchte und die sind dann doch ganz interessant. Cool, das waren jetzt mal so die wichtigsten Optionen, die ich so in meinem Kopf hatte, beziehungsweise in meiner Liste hatte. Aber wenn ihr irgendwie noch weitere haben wollt, dann nehme ich an, dass mindestens einer von meinen lieben Zuschauern hier mindestens auch nur eine Option in die Kommentare schreiben wird, die dann auch für euch irgendwie interessant ist. Das heißt, bleibt da einfach dabei und schaut mal rein, was hier noch so die anderen schreiben. Schaut vielleicht auch mal auf Reddit nach oder so, ob da vielleicht noch irgendwer was postet. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesen Eigenschaften und mit eurer neu erlangten Privatsphäre. Naja, sagen wir einfach mal ein bisschen besseren Privatsphäre, okay? Gut, das war's von meiner Seite und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!